Moin Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Heute haben wir den Moritz von SRAM zu Gast und der hat uns was brandneues mitgebracht. Moritz, was hast du denn Feines dabei? Ja, hallo zusammen. Ich habe heute unsere neue Maven-Bremse dabei. Das ist unsere Heavy-Duty-Bremse für E-Mountainbikes, Enduro und Downhill. Also Downhill, EMTB, Enduro, das heißt richtig viel Bremskraft, wahrscheinlich höher als die Code. Wie viel stärker ist die Bremse denn als die Code? Genau, also die Maven ist oberhalb der Code positioniert. Die Code bleibt im Programm als unsere bekannte Bremse. Die Maven hat aber in der Spitze knapp 50% mehr Bremspower als eine Code, also schon eine ganze Menge mehr. Okay, das ist ja richtig viel. Das heißt, wahrscheinlich kann man da bremsscheibenmäßig sich auch ein bisschen nach unten korrigieren, muss nicht mehr die riesigen 220er Scheiben fahren, die jetzt viel an Downhill- und E-Bikes zu finden waren. Genau, je nach Einsatzbereich ist es eben so, dass wir halt bei einer Code oft an die Grenzen gestoßen sind, dass Leute eben diese ganz großen Scheiben gefahren sind, gesinterte Belege gefahren sind, also metallische Belege, um diese Hitzebeständigkeit einfach ins System zu bringen. Und da war der Wunsch einfach nach deutlich mehr Spielraum. Das heißt, die neue Bremse hat so viel mehr Power, dass ich bedenkenlos kleinere Scheiben fahren kann, auf Adapter verzichten kann, dadurch wieder Gewicht spare. Das heißt, es ist irgendwo ein Win-Win. Ich habe hier auch organische Belege serienmäßig, einfach für die bessere Modulation. Das heißt, es ist einfacher, diese Power auch zu kontrollieren damit. Ich habe eine deutlich leisere Bremse dadurch und der Verschleiß hält sich durch die besseren Hitzeeigenschaften auch in Grenzen. Das heißt, der ist ungefähr auf Niveau von Sinterbelegen bei einer Code. Okay, du hast gerade das Gewicht kurz angesprochen. Wie viel schwerer ist die Bremse als die Code? Sie sieht ja schon ziemlich wuchtig aus. Sie ist natürlich eine Nummer größer, das heißt, die nackte Bremse, die Ultimate-Variante, wiegt 53 Gramm mehr als eine Code Ultimate. Also 106 Gramm für den Satz, ist erstens mal an sich schon nicht viel. Wenn ich dann aber dazu bedenke, dass ich bei den Scheiben ja eben auch kleiner fahren kann, bei immer noch mehr Bremspower, kann ich in der Konfiguration sogar leichter sein. Das heißt, eine Rechnung könnte zum Beispiel sein, ich habe eine 180er HS2-Scheibe Direct Mount bei der Maven versus einer 220er mit einem 40p Adapter bei der Code, dann wäre die Maven sogar wieder 65 Gramm leichter. Okay. Das heißt, es kommt auf die Konfiguration. Okay, also gar nicht so viel mehr Gewicht für so viel mehr Power. Genau. Okay, interessant. Nochmal zurück zur Bremskraft. Wenn man jetzt so viel Bremskraft hört, 50% mehr, ist es jetzt so, dass wenn ich die Bremse kurz antippe, direkt über den Lenker fliege? Oder habt ihr da schon drauf geachtet, dass ihr die Dosierbarkeit SRAM-typisch auf einem guten Niveau haltet? Absolut. Wir sind ja dafür bekannt, dass unsere Bremsen gut zu modulieren sind, gut zu kontrollieren sind. Wir glauben fest daran, dass man die Bremspower eben auch steuern muss, um sie dann auf dem Trail, über die Reifen auf den Trail zu bringen. Und so ist es hier auch. Wir haben hier also unsere bekannte Swinglink-Technologie im Hebel. Wir haben Contact Point Adjust, das heißt, ich kann schon mal da sehr viel an dem Hinterface, am Hebel auf mich persönlich einstellen. Und da natürlich auch versucht, von dem gesamten hydraulischen Übersetzungsverhältnis, wie die Belege mit der Scheibe agieren, all diese Punkte, das so zu gestalten, dass sie eben nicht so ein On-Off-Feeling hat, sondern eben sehr gut zu kontrollieren ist. Natürlich, wenn ich mehr Power habe, ist das prinzipiell schwieriger, aber in Kombination haben wir da, glaube ich, einen sehr schönen Mix hinbekommen. Okay, ja, ich bekomme die Bremse gleich ans Rad geschraubt und dann werde ich mal gucken, wie sich das auf dem Trail so auswirkt. Was für Varianten gibt es denn? Wir haben hier eine ganze Menge Bremsen liegen. Es geht los, hier graue Variante Bronze bis Ultimate. Wo sind die Unterschiede? Genau, es gibt prinzipiell 3 Modelle. Die Ultimate ist quasi top of the line, dann die Silver und dann die Bronze. Das haben wir ja schon mit der Code Stealth letztes Jahr eingeführt, diese neue Benennung. Bei der Ultimate ist es jetzt so, dass wir hier noch diese Limited Edition haben mit diesen roten Bremssätteln. Das sind auch die wir ans Bike bauen. Da ist das Schöne, die gibt es auch im Aftermarket so. Das heißt, ihr könnt euch auch die als Limited Edition holen. Da ist neben den 2 Bremsen auch alles andere dabei, was man braucht. Adapter, 4 Bremsscheiben mit einer schönen Tasche, zusätzliche Belege, ein Bleed-Kit. Also da ist wirklich ein rundum sorglos Paket, eine richtig schöne Geschichte zum Nachrüsten. Wenn wir dann die Reihe runtergehen, das ist die normale Ultimate, die hat dann so ein schwarz-silbernes Design mit silbernen Hebeln, hat Titan-Hardware, ist also die edelste Variante. Alle Features an Bord natürlich. Die Silver hat im Prinzip die gleichen Features, nur mit Stahlschrauben und Stahlhardware, bisschen einfacherer Hebel von der Verarbeitung, hat aber auch schon einen kugelgelagerten Hebel, hat auch schon Contact Point Adjust und alles, wiegt ein paar Gramm mehr dann als die Ultimate, kostet ein paar Euro weniger und
Die Maven Bronze ist dann die Einstiegsvariante, die verzichtet auf das Banjo unten. Das heißt, das ist kein einstellbarer Leitungsabgang, sondern der ist fix, ist ein bisschen einfacher im Design, hat kein Contact Point Adjust, hat aber ebenso Swing Link und hat keinen gelagerten Hebel, sondern ein Bushing. Das heißt, alles ein bisschen einfacher gemacht, hat aber die gleiche Bremspower und die ist natürlich dann preislich attraktiver. Okay, das heißt also, hier hat man alle Performance, die man braucht. Ein bisschen Bling gibt es hier, ein bisschen leichter. Genau. Und hier gibt es dann halt die Druckpunktverstellung nicht, aber von der Performance sollte es jetzt nicht so den großen Unterschied machen. Ganz genau. Okay, und wo liegen die einzelnen Modelle denn jetzt preislich? Also es fängt an bei der Ultimate, die liegt bei 360 € das Stück, die Silver bei 320, also 40 € günstiger und die Bronze dann bei 220, also nochmal 100 € günstiger als die Silver. Diese Limited Edition, die es am Anfang gibt, dieses Expert Kit, hat natürlich den Charme, dass wir da ein sehr attraktives Angebot haben. Da sind ja 2 Ultimate-Bremsen dabei plus das ganze Zubehör und die liegt bei 699. Das heißt, für den Preis von unter 2 Ultimates bekomme ich da sowohl die Bremsen als auch alles Zubehör. Was jetzt super spannend ist, was ich hier gesehen habe, die Bremsen laufen auf Mineralöl. Bis jetzt wart ihr ja immer auf der DOT-Seite unterwegs. Klar, die DB8 kam aber eher im Budget-Bereich. Und jetzt hier die Top-Bremse sozusagen mit Mineralöl. Wie kam es dazu? Ja, wir haben seit der DB8 natürlich mit beiden Varianten viel experimentiert und viel geforscht. Und sozusagen der Nachteil, der Performance-Nachteil, den es bisher für uns bei einer Mineralölbremse gab, waren in erster Linie die Dichtungen an den Kolben, dass die einfach nicht so gute Eigenschaften hatten, nicht ganz so hitzebeständig waren wie die für DOT. Wir haben da sehr viel Entwicklungsaufwand reingesteckt und haben dann dazu, haben es so weit gebracht, dass die Maven, die wir im Endeffekt in beiden Varianten entwickelt hatten, also auch als DOT-Variante parallel, dann letzten Endes mit Mineralöl aufs gleiche Leistungsniveau gekommen sind. Und dann haben wir mit Mineralöl halt ein paar Vorteile auf der Wartungsseite. Das heißt, es ist einfach wartungsärmer. Wir haben jetzt einen deutlich längeren Serviceintervall. Bei unseren DOT-Bremsen war der typischerweise 12 Monate. Das DOT zieht mit der Zeit, es hat sehr gute Eigenschaften am Anfang, es zieht mit der Zeit einfach Wasser ins System und dadurch wird die Bremsleistung über die Zeit ganz langsam schlechter und die Hitzeeigenschaften. Das heißt, man muss es regelmäßig ersetzen. Das wird in der Praxis nicht immer so gemacht und daher ist Mineralöl halt da deutlich wartungsärmer. Und wir haben jetzt hier einen Serviceintervall von 24 Monaten, also es sind schon 2 Jahre, die man sozusagen bedenkenlos fahren kann und die Leistung nimmt über diesen Zeitraum dann einfach nicht spürbar ab. Okay, das hört sich ja ziemlich gut an jetzt für mich. Weniger warten, länger fahren, mehr Performance. Heißt es, dass andere SRAM-Bremsen jetzt auch auf Mineralöl kommen oder kannst du da noch nichts zu sagen? Da kann ich aktuell noch nichts zu sagen, das könnt ihr euch selber ausmalen. Im Grunde bleiben die anderen Bremsen erstmal im Bestand. Die Code wird ein bisschen repositioniert, die war ja bisher schon, er musste die einen sehr breiten Band abdecken von irgendwo Trailbikes, leichten Trailbikes bis hoch zu Downhill-Bikes. Da wird sie oben jetzt ein bisschen entlastet, das heißt, ich denke, die Code werden wir jetzt viel an so 130er bis 150er, 160er Bikes sehen und da übernimmt dann irgendwo die Maven. Und wenn jetzt natürlich jemand diese Mineralöl-Vorteile will, das mit dem Gewichtstuning-Aspekt mit den Scheiben verinnerlicht hat, also merkt, dass man gar nicht viel Gewicht im Prinzip zusätzlich hat, kann man die natürlich auch an einem leichteren Bike fahren, spricht nichts dagegen. Okay, ja, das hört sich ja alles ganz gut an und ja, vielen Dank, dass du hier bist, dass du uns das gezeigt hast und uns dran schraubst. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten die gerne. Wir können auch nochmal bei SRAM rückfragen, wenn es irgendwas Spezielleres gibt. Die beantworten auch gerne eure Fragen. Genau, und dann vielen Dank fürs Anschauen. Danke euch, macht's gut. I'm getting stupid amounts. Ayy, hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count.